Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Willkommen bei PS Werkstatt. Heute ein kleines Projekt aus der Werkstatt und wir fangen direkt an. Bei einem der letzten Videos mit der Bandsäge, das hat dem Tim wohl ziemlich gut gefallen und da hat er gefragt, hör mal Peter, kannst du nicht mal ein Video machen, wo man das von A bis Z sieht, wie du das Band mal wechselst. Also das alte runternehmen, das neue drauf, worauf ist zu achten, wie muss ich das einstellen. Klar, denke ich mir, warum nicht? Wenn dir das hilft, wenn euch das hilft, mach mal geschwind. Ich hole mir mal die Bandsäge vor und dann fangen wir auch direkt an. Bevor ich mein Sägeband wechsle, muss ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, was muss denn da für alles drauf? Warum wechsle ich überhaupt? Das ist ja eigentlich meine Kernaussage, die vorher schon beantwortet werden muss. Also ich habe vielleicht eine dicke Bohle, die geschnitten werden muss, also nehme ich ein Band, was vielleicht weniger große Zähne hat, oder ich nehme ein feineres Band, wenn ich halt kleine Konturen schneiden muss. Dann ist auch die Frage, möchte ich einen geraden Schnitt machen, der möglichst, ja ich sag mal, möglichst dünne Streifen oder möglichst parallele Streifen. Dann nehme ich ein Sägeband, was möglichst breit ist. In dem Fall habe ich hier ein 16 mm Band. Oder ich nehme eins, wo ich vielleicht auch eine Kurve mitschneiden kann. Dann nehme ich eins, was 5 oder 6 mm breit ist, so wie dieses hier. Also diese Dinge muss ich mir ja natürlich vorher schon gestellt haben, diese Fragen, die muss ich auch beantwortet haben. Weil davon hängt ja ab, muss ich überhaupt ein Band wechseln oder kann ich das nehmen, was drauf ist. Das ist eigentlich schon mal die Kernfrage, die am Anfang stehen sollte. Und wenn ich das gelöst habe, und ich sage jetzt mal als Beispiel, wir möchten jetzt eine dicke Bohle auftrennen, beispielsweise irgendwas, was schön parallel werden soll. Ich versuche mal hier, was haben wir denn hier? Wenn ich jetzt hier so einen 70er Balken habe beispielsweise und möchte eine ganz dünne Kante, eine ganz dünne Scheibe abschneiden, dann nehme ich natürlich ein Sägeband, was möglichst breit ist. Also in dem Fall hier das 16 mm Band mit dem Parallelanschlag zur Hilfe. Und das Band tendiert halt nicht so sehr zum Verlaufen wie das kleinere. Das geht eher mal nach links, mal nach rechts. Hat auch ein bisschen mit der Vorspannung zu tun, hat natürlich auch damit zu tun, wie das nachher eingestellt ist. Da zeige ich euch gleich. Aber ich tendiere da eher zu dem breiten Band. Machen wir das jetzt mal drauf. Alles weitere sehen wir dann. Ich zeige das natürlich jetzt alles anhand der Säbel 250 hier, aber die grundlegenden Einstellungen sind eigentlich bei jeder Bandsäge identisch. Da sieht vielleicht die Schraube oder die Positionierung ein bisschen anders aus oder wie die Befestigung, wie eine Tür zugemacht ist oder eine Spannvorrichtung funktioniert, aber grundsätzlich ist das eigentlich immer gleich. Jetzt öffne ich hier die Gehäuseschraube, dabei handelt es sich um so Sicherheitsschrauben, das heißt, wenn jetzt die Maschine laufen würde, ich kann die jetzt also nicht sofort ganz schnell aufmachen, sondern ich muss etliche Umdrehungen machen. Und jetzt hört man, dass oben der Schalter geschaltet hat. Jetzt geht die Maschine aus. Ich kann immer noch nicht aufmachen hier. Ich muss noch weiter drehen. Und jetzt erst kann ich aufmachen hier. Das ist ein Sicherheitsfeature, ne? Das ist einfach ein Sicherheitsfeature, damit man nicht die Tür aufreißen kann und ins laufende Rad oder ins laufende Band greifen kann. Sicher nicht der Rede wert, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das trotzdem erwähnen. Der Hebel hier für die Schnellanspannung muss natürlich auch im gelösten Zustand sein. Also das hier ist die Position, in der normal gesägt wird. Das heißt, da hat das Band die volle Vorspannung. Aber man soll sowieso nach jedem Arbeitsgang oder nach jedem Arbeiten das Band entlasten, damit es sich nicht überdehnt, überstreckt und dass es sich da nicht weitet. Ja, das heißt, der ist in der Ruhestellung sowieso schon offen und dann können wir uns jetzt an die anderen Sachen machen. Damit ich das Band hier vorne natürlich auch rausbekomme, muss der Anschlag hier runter. Das ist aber gar kein Problem, weil hier unten drunter sind zwei Rändelmuttern. Die löse ich gerade ein bisschen und kann den einfach nach vorne rausnehmen. Zudem habe ich hier natürlich noch eine Schraube drin, die die beiden Tischhälften, weil hier vorne ist der Tisch ja geteilt, auf einer Ebene hält. Das heißt, wenn ich die jetzt rausnehme, könnte es sein, dass da so eine leichte Kante drin ist. Also es ist auch zwingend erforderlich, dass die Schraube immer drin ist. Die nehmen wir einfach raus. Imbusschlüssel zur Hand. Der ist übrigens auch mit dabei. Wie so das meiste gängige Werkzeug, da ist die Maschine echt top ausgestattet. So, einfach reinstecken. Hier unten auch die Mutter losmachen. Und dann kann man das nach oben rausnehmen. Auch das legen wir zur Seite. Mit der gelösten Schnellspannvorrichtung sollte man das Sägeband jetzt auch hier von der Rolle heben können. Sollte das nicht möglich sein, kann man natürlich hier auch die Stellschraube noch ein bisschen runterdrehen, sodass wir hier noch ein bisschen mehr Luft bekommen. Aber ich sehe schon, das sieht gut aus hier. Dann nehmen wir das Sägeband vorsichtig nach vorne raus. Auch hier darauf achten, dass wir das hier durch den Schlitz ordentlich bekommen. Dazu könnten wir hier auch das ein bisschen runterdrehen, dann kriegen wir hier ein bisschen Luft. So, mal schauen, ob das gut geht.
Hier unten natürlich genauso schauen. Ja, super. So, dann können wir das jetzt vorsichtig nach vorne so rausnehmen und links zur Seite. Den nächsten Schritt kann man jetzt machen, muss man aber nicht, je nachdem wie die Säge aussieht, wie lange sie seit der letzten Reinigung benutzt wurde. Ich gehe auch ganz gerne mit dem Sauger da durch und nehme hier so ein bisschen das Gröbste an Spänen raus, weil wenn man sie schon mal auf hat, schaden kann das auf keinen Fall. Es kann auch überhaupt nicht schaden, wenn man mal kurz hier mit dem Lappen über die Lauffläche geht hier. Da hängen ja ab und zu noch ein bisschen Späne mal dran. Hier ist zwar auch eine Bürste dran, die das Abstreifen ermöglichen soll, aber so ein bisschen bleibt da trotzdem noch hängen. Also kurz einen Lappen genommen hier, vorsichtig das Rad gedreht hier. Nicht, dass er euch die Finger klemmt oder so. Das ist eigentlich schon gewesen. Dann können wir jetzt anfangen, das neue Sägeband aufzulegen. Wichtig an der Stelle, wir haben sowohl oberhalb der Tischplatte als auch darunter haben wir den gesamten Führungsapparat mit den Kugellagern links, rechts und dahinter. Das habe ich jetzt einfach mal gelöst, damit wir da ein bisschen Freiraum kriegen für das Sägeband. Das machen wir oben als auch unten und das Einstellen dann erst, wenn das Band drauf liegt. Also schön vorsichtig jetzt hier auch in die Führung einlegen. Und natürlich wichtig, ganz klar, hier mit der Schnittrichtung hier nach unten. Ne? Wir wollen ja hier nach unten schneiden. Also nicht irgendwie andersrum drauf tüdeln oder so. Das ist nicht gut. Also das machen wir gleich hier unten auch noch. So, und dann legen wir das nun ganz lose über die Rollen. So, erstmal schauen, dass es drauf liegt, gleichmäßig einigermaßen, das tut es jetzt. Dann legen wir jetzt vorsichtig den Hebel für die Schnellspannung um. Haben jetzt hier schon eine gewisse Vorspannung erreicht. Und jetzt können wir uns den Einstellungen widmen. Dann sollten wir uns jetzt als erstes auf die korrekte Bandspannung konzentrieren. Da gibt es aber auch unterschiedlichste Mythen und Auffassungen. Ja, ich glaube, jedem kann man es an der Stelle nicht recht machen. Ich zeige euch, wie ich das mache. Nur als Grundlage und zum Verständnis her, das Sägeband läuft jetzt hier oben über so eine Rolle und unten auch so eine Rolle. Und die Oberfläche von der Bandlauffläche, die ist nicht ganz gerade, die ist ein bisschen gewölbt, die ist ein bisschen so gewölbt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich in der Lage bin, das Sägeband in der Spur nachher zu verändern. Also das heißt, dass ich nachher nach links oder nach rechts ein bisschen fahren kann. Es soll ja einigermaßen mittig auf der Lauffläche drauf liegen. Schauen wir uns erstmal die Bandspannung als solche an. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen reinzudrücken an der Stelle. Das gelingt mir noch recht gut. Die Schnellspannvorrichtung hatte ich ja bereits aktiviert. Das heißt, wir haben eigentlich schon jetzt den vollen Druck. Kann das jetzt noch erhöhen hier oben. Drehe hier noch ein bisschen dran. Und jetzt merke ich schon, aha, es wird deutlich schwerer. Das fühlt sich schon gut an. Also ich kann es hier unten an der Stelle noch so knapp 3-4 mm eindrücken. Jetzt drehe ich das Sägeband mal vorsichtig 1-2 Runden von Hand und dann höre ich ja auch schon direkt, ob es irgendwo Geräusche macht, ob es irgendwo anschlägt. Und kann jetzt gleichzeitig mit dem Stellrad an der Rückseite das obere Rad neigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, es so oder so zu kippen und habe demnach Einfluss darauf, an welcher Stelle das jetzt hier oben über die Lauffläche läuft, das Sägeband. Das stellen wir jetzt mal gerade ein. Wohlgemerkt alles von Hand. Das kann man nachher auch im laufenden Betrieb machen, aber dann ist natürlich die Gefahr, dass es irgendwo anscheuert oder irgendwo ansägt oder ankommt ans Gehäuse, ist dann größer. Ne? Wenn ich jetzt von Hand drehe und ich merke, da ist irgendein Widerstand, dann kann ich direkt anhalten. So sieht das gut aus. Und hier vorne habe ich auch noch ein Sichtfenster. Da kann ich praktisch bei geschlossener Türe das Sägeband und auch den Lauf des Sägebands auf dem Laufrad sehen. Auch ein schönes Gimmick. So. Wenn ich das fertig eingestellt habe, drehe ich die Kontermutter dagegen
und sichere das damit. Jetzt muss ich noch die Bandführung oberhalb und auch unterhalb vom Tisch einstellen. Bei der Racker Power habe ich jetzt hier die Möglichkeit, das Werkzeug loszumachen. Das heißt, ich kann die ganzen Klemmschrauben von Hand auf und zu machen. Und die Lager sind alle fehlerbelastet, sodass ich hier die Möglichkeit habe, hier das leicht zu bewegen und dann mit der anderen Hand festzudrehen. Das ist schon sehr komfortabel. Dennoch ist das ein bisschen tricky, denn die Lager allesamt, also links, rechts und auch hinten, sollen das Sägeband im normalen Betrieb nicht berühren. Sie sollen lediglich dafür sorgen, dass das Band geführt und stabilisiert wird. Also, ich versuche das jetzt mal hier an der Stelle einzustellen. Einmal so, das andere auch dagegen. Und wenn ich das Band jetzt ganz leicht bewege, hier oben durch das Rad, dann sehe ich, ob das Lager mitläuft oder ob es nicht mitläuft. Also ihr seht schon, das rechte steht, das linke, kann man das sehen, das linke läuft tatsächlich mit. Da muss ich korrigieren. Bei der Gelegenheit noch der Hinweis, dass die Lager links und rechts hinter der Schränkung ans Sägeband angelegt werden müssen. Das kann man auch einstellen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem hinteren. Auch das soll nur ganz knapp vor dem Sägeband zu liegen kommen. Der Knopf dazu befindet sich auf der Rückseite, hier oben der. Und die Einstellschraube auf der linken Seite. Also auch hier ganz vorsichtig das Lager andrücken, festdrehen und dann machen wir einen kurzen Test. Schauen. Ja, das Lager läuft mit. Nochmal kurz lösen. Jetzt ist es besser. Man hört auch nichts, was auf eine Berührung schließen könnte. Das gleiche mache ich jetzt auch noch mit der Führung auf der Unterseite. Ist aber das gleiche, nur ein bisschen mehr versteckt und mehr verzwickt. Aber ihr könnt euch vorstellen, der Aufbau ist identisch wie hier oben. Wenn auch das jetzt eingestellt ist, drehe ich noch mal kurz von Hand hier eine Runde und höre weiterhin keine ungewöhnlichen Nebengeräusche. Das heißt, ich bin mit der Einstellung des Bandes soweit fertig. Vielleicht noch als kurzer Hinweis, hier oben auf der Lauffläche darauf achten, gerade bei einem schmalen Band, dass nicht die Zahnflanke in der Mitte der Rolle aufliegt, weil das würde nämlich die Schränkung zerstören. Das heißt, die Schränkung bedeutet ja, dass die Zähne des Bandes abwechselnd nach links und rechts ein bisschen gebogen sind und das Band sich dadurch im Holz freischneiden kann. Und das wäre natürlich nicht gut, wenn die Schränkung hier oben auf dem höchsten Punkt zu liegen käme und dadurch den Druck natürlich dann entsprechend auch, ja, ich will nicht sagen zerstört wird, aber sie wird dadurch eigentlich beschädigt. Dann schließen wir jetzt wieder die Laufraddeckel. Denkt dran, auch in dem Fall hier wieder komplett zudrehen. Das dauert wieder einen Moment. Gleich hört ihr den Schalter. Da war er. Und noch ganz zudrehen. Auf der Unterseite das gleiche. Jetzt müssen wir natürlich den Tischanschlag hier wieder montieren und auch die Verbindungsschraube wieder einsetzen. Ihr erinnert euch, die habe ich eben rausgenommen, damit wir das Band überhaupt rausnehmen können. So. Jetzt wieder die Mutter von unten dagegen. Hand fest an, reicht. Die Anschlagschiene setzen wir wieder auf die beiden Muttern und drehen die nur leicht fest. Ich sage euch auch gleich, warum nur leicht. Weil wir müssen ja sicherstellen, dass wir zum Beispiel bei einem Parallelschnitt, den wir auch gleich vorhaben, mit dem Anschlag hier auch parallel zur Tischnut und damit auch parallel zum Sägeband arbeiten. Das ist wichtig. Und das kontrollieren wir jetzt mal gerade. Ich klemme den Anschlag jetzt einfach mal hier auf Höhe der Nut fest und gehe jetzt einfach mal mit einem Finger hier entlang und fühle. Super. Na, hier ist ein bisschen abweichend. Ich kann jetzt hier unten drunter die Schraube lösen und kann den Anschlag hier leicht nach vorne ziehen. Und dadurch ändere ich ja auch den Winkel des Anschlages zum Tisch hin. Und damit kann ich das jetzt leicht korrigieren. Drehe die Schraube wieder fest und dann war es das. Die Maschine ist einsatzbereit. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, ob das mit dem
Bandwechsel geklappt hat. Wir nehmen jetzt mal hier von dem eben schon angenommenen 70er Vierkantholz mal 5 mm ab. Ich habe das auch schon am Anschlag hier entsprechend eingestellt. Das heißt, der ist jetzt 5 mm vom Sägeband entfernt. Auch die Höhe hier von der oberen Führung ist soweit eingestellt. Ich werde mir gerade noch die Schutzbrille und meine Mickey-Mäuse aufsetzen und dann geht los. Ich denke, wir können den Wechsel des Sägebandes als geglückt betrachten. Das hat sowohl geklappt von der Einstellung, auch von der Sägequalität und halt auch von der Gleichmäßigkeit des Sägeschnittes hier. Da bin ich auch von überzeugt. Ich gebe zu, das braucht einen Moment. Also man kann jetzt nicht sagen, so wie bei der Kreissäge, zack, altes Blatt runter, zack, neues Blatt drauf. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, auch bei der Einstellerei. Das ist halt auch so der Knackpunkt. Wenn das Band mal so ein bisschen wegwandert beim Sägen, dann hat man da nicht ordentlich gearbeitet an der Stelle. Das empfehle ich euch und nehmt euch die Zeit, weil eure Bandsäge wird euch das danken. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten. Ihr wisst ja, netten Kommentar da lassen, Daumen nach oben, beim Abo die Glocke nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.